Die Sonne strahlt, das Motorrad ist gepackt und wir verlassen unsere Unterkunft in Jörpaland. Zeit, euch mit einem herzlichen Grüezi miteinander zu Teil 2 unserer Reise zu begrüßen. Im letzten Video haben wir nach 4 Tagen Anreise endlich norwegischen Boden erreicht und unser Abenteuer am Leuchtturm von Lindesnes so richtig begonnen. Von dort aus führte uns der Weg über den Lysewegen zum wunderschönen Lysefjord. Die heutige Etappe führt uns entlang den Ryfylke-Wegen von Jörpaland bis nach Bergen, vorbei an den beiden Wasserfällen Svandalsfossen und vor allem dem Lottefossen. Nach knapp einer Stunde Fahrt erwartet uns die erste Fähre von Hjelmeland nach Nesvik. Wir sind gespannt, wie das System hier in Norwegen funktioniert, kennen wir doch bisher nur die Autofähre vom Zürichsee. Wie wir im Vorfeld gelesen haben, kann man problemlos direkt auf der Fähre bezahlen. Noch einfacher geht es jedoch mit der Ferrypay. Einmal registriert, werden die Gebühren automatisch von der Kreditkarte abgebucht. Der Ryfylke-Wegen ist eine rund 260 Kilometer lange Landschaftsroute, die von Oanes am Lysefjord bis nach Høra bei Røldal führt. Sie folgt größtenteils der RV 13 und der FV 520 und schlängelt sich entlang malerischer Fjorde, imposanter Berge und zahlreicher Wasserfälle. Der Svandalsfossen, der sich unweit von Sauda befindet, ist ein beeindruckender Wasserfall, der in mehreren Stufen rund 180 Meter in die Tiefe stürzt. Vom Aussichtspunkt aus können die Besucher die gewaltige Kraft des Wassers aus nächster Nähe erleben. Wir fahren durch die Almannajuvet-Schlucht mit ihren beeindruckenden, steilen Felswänden und der rauen, dramatischen Landschaft. Im 19. Jahrhundert befand sich hier ein bedeutendes Zinkbergwerk, das heute durch ein modernes Museum erlebbar gemacht wird. Der hohe Gebirgspass zwischen Hellandsbygda und Røldal bietet beeindruckende Ausblicke auf schroffe Berge, tiefe Täler und schneebedeckte Gipfel. Im Winter ist er meist gesperrt, so dass die Route vor allem in den Sommermonaten befahrbar ist.
Langsam nähern wir uns einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Norwegens, dem Lottefossen. Der Zwillingswasserfall liegt, wie man unschwer erkennen kann, direkt an der RV13, hat eine Fallhöhe von 165 Metern und ist bereits seit dem 19. Jahrhundert ein beliebtes Reiseziel. Wir machen hier nur einen kurzen Halt, da das Touristenaufkommen sehr hoch ist und Wohnmobile, Autos und Motorräder um die wenigen Parkplätze kämpfen. Kurz nach Otta erscheint zur linken Seite der Hardangerfjord, der mit 190 Kilometern der zweitlängste Fjord Norwegens ist. Diesen werden wir für die nächsten knapp 55 Kilometer folgen. Bevor wir die Hardanger Brücke erreichen, die mit ihrer Gesamtlänge von 1380 Metern zu den Top 10 Hängebrücken der Welt zählt, passieren wir den ersten von 2 Tunnelkreiseln. Der zweite liegt auf der anderen Seite der Brücke. So, genug der Tunnel und Brücken, auch wenn uns noch einige bevorstehen. Wir setzen unsere Fahrt entlang des Hardangerfjord in Richtung Bergen fort. Zum Abschluss des Tages legen wir noch einen kurzen Halt am Steinsdalsfossen ein und bestaunen den über 50 Meter hohen Wasserfall. Nach der kurzen Pause nehmen wir noch die letzten 75 Kilometer unter die Räder. Und wie es halt so ist, 15 Minuten bevor wir unser Tagesziel erreichen, fängt es an zu regnen. Nun gut, wir sind froh, in Bergen angekommen zu sein und freuen uns auf den morgigen Ruhetag. Den Tag beginnen wir bei einem guten Kaffee und einer köstlichen Zimtschnecke. Gestärkt besuchen wir als erstes die Festung Bergenhus, eine der ältesten und am besten erhaltenen Festungen Norwegens. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und hat eine lange Geschichte als Königssitz, Bischofssitz und militärisches Machtzentrum. Die Bryggen, direkt am Hafen gelegen, ist das historische Hanseviertel und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die bunten, schmalen Holzhäuser am Hafen erinnern an die Zeit, als deutsche Kaufleute hier Handel betrieben. Heute beherbergen sie kleine Läden, Galerien und Cafés und sind eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Norwegens. Direkt am Hafen liegt der Fisketorget, Bergens berühmter Fischmarkt, auf dem seit Jahrhunderten frischer Fisch und regionale Spezialitäten angeboten werden. Heute auch eine Attraktion für Besucher, die norwegische Delikatessen vor Ort probieren möchten. Weiter geht es zur Domkirche, der Hauptkirche Bergens, die ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Nach mehreren Bränden wurde sie immer wieder aufgebaut und zeigt heute eine interessante Mischung aus romanischen, gotischen und barocken Stilelementen. Die Kirche ist bis heute ein bedeutendes religiöses und kulturelles Zentrum der Stadt. Zwischenzeitlich hat der Regen aufgehört und wir machen uns auf den Weg zum Lille Lynegårdsvånet
einer ruhigen Oase für entspannte Spaziergänge und Momente der Ruhe. Nur wenige Schritte entfernt liegt der Festplatz, Bergens lebendiger Platz, wo Konzerte und Festivals für festliche Stimmung sorgen. Hoch über der Stadt erhebt sich der Flöyen, einer der 7 Berge, die Bergen umgeben. Mit der Flöibahn, einer historischen Standseilbahn, gelangt man in wenigen Minuten zur Bergstation. Von dort eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf die Stadt, die Fjorde und die umliegenden Gipfel. Auf 320 Meter über Meer breitet sich zudem ein herrliches Naturgebiet aus, das mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und zahlreichen Wanderwegen zum Entdecken einlädt. Mit etwas Glück kann man hier oben auch den einen oder anderen Waldtroll erblicken. Aber keine Sorge, diese hier sind freundlich und tun niemandem etwas. Es ist nun an der Zeit, diesen Tag zu beschließen. Müde kehren wir am Abend in unser Hotel zurück und legen uns früh schlafen. Denn morgen wartet schon ein neues Abenteuer auf uns. Nach dem wohlverdienten Ruhetag schwingen wir uns wieder auf das Motorrad. Nach dem wechselhaften Wetter von gestern erwartet uns heute ein sonniger Tag. Von Bergen aus geht es heute etwas höher hinaus. Von dem Twintefossen-Wasserfall erreichen wir den Aussichtspunkt Stegestein. Anschließend führt uns die Reise über den Tintewegen und dem Sonjefjell bis nach Jotunheimen. Zu Beginn der Tour passieren wir zahlreiche kleinere und größere Seen, wie zum Beispiel den Vangsvatnet. Unweit des Dorfes Voss befindet sich der Tvintefossen, einer von über 270 Wasserfällen in der Region. Er zählt zu den bekanntesten und beeindruckt vor allem durch seine Höhe von etwa 100 Metern sowie die zahlreichen Wasserströme, die in einem breiten Bogen die Felsen hinabstürzen. Kurz vor Gudvangen führt die Strecke durch ein Tal. Links und rechts erheben sich steile Felsformationen, von denen unzählige Wasserfälle herabstürzen. Da es bereits Mittag ist, ergreifen wir die Gelegenheit für eine kurze Pause. Wir besorgen uns an der Tankstelle lokale Spezialitäten, essen einen Happen und genießen die Sonne sowie den Blick auf die Wasserfälle. Lustig finden wir die farbigen Notfallnischen in den Tunnels. Sie bringen ein wenig Farbe ins Dunkle. Wir fahren entlang des Auerlandsfjords und erreichen kurz darauf das Dorf Auerlandsvangen. Von hier aus hatten wir geplant, über den Auerlandsfjellet weiterzufahren. Doch Pech gehabt. Die Straße ist erst ab übermorgen befahrbar. Bis zum Aussichtspunkt Stegestein ist die Straße jedoch offen. Also nichts wie rauf. Die Fahrt ist allerdings alles andere als gemütlich. Denn auf der schmalen Straße herrscht bereits jetzt in der Vorsaison reger Verkehr. Wie es hier wohl im Hochsommer aussieht, ich will es mir lieber nicht vorstellen.
Die Aussicht hier oben ist jedoch sehr eindrucksvoll, auch wenn sich auf der Aussichtsplattform die Menschenmassen auf den Füßen rumtrampeln und um die besten Selfie-Spots kämpfen. Wir kämpfen uns durch den immer stärkeren Verkehr hinunter nach Auerlandswangen und nehmen anstelle der landschaftlich reizvollen Route über den Auerlandsviadukt, dem mit 24,5 Kilometer längsten Straßentunnel der Welt, den Lärdalstunnel. Kurz nach dem Tunnel biegen wir wieder auf die ursprüngliche Route ein und erreichen nach einigen Kilometern den Dindewegen. Diese 32 Kilometer lange, spektakuläre Bergstraße zwischen Årdal und Turtagro mit ihren Haarnadelkurven und atemberaubenden Ausblicken führt uns auf eine Höhe von 1322 Meter über Meer. Die Straße über den Tindewegen ist gebührenpflichtig. Fast am höchsten Punkt befindet sich die Mautstation, wo man für ein Motorrad 90 norwegische Kronen bezahlt. Nach dem Tindewegen geht es im ähnlichen Stil weiter. Wir sind nun auf dem Sonjefjellet, dem höchsten Gebirgspass Nordeuropas. Die Straße führt uns bis auf eine Höhe von 1434 Meter über Meer. Anfang Juni liegt hier noch reichlich Schnee und die Seen sind teilweise noch von einer dicken Eisschicht bedeckt.
Solltet ihr im Hochsommer auf dem Sonjefjellet Langläufern begegnen, wundert euch nicht. Hier oben kann man selbst bei sommerlichen Temperaturen dem Wintersport frönen. Eigentlich war geplant, bis nach Lom zu fahren. Da dort Unterkünfte jedoch rar sind, haben wir uns für eine Übernachtung im Jotunheim Fjellstua entschieden, einem Berghotel am Fuße der höchsten Berge Norwegens. Und so genießen wir am Abend die herrliche Aussicht und beschließen den Tag bei einem lokalen Bier. Nach einer ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück verlassen wir unsere Unterkunft und fahren im Regen weiter in Richtung Lom, unserem nächsten Zwischenziel. Doch zuerst einmal, wohin führt uns eigentlich die heutige Etappe? Von Lom führt uns die Route über den Gamle Stryniefjellsvägen zum Aussichtspunkt Dalsnipa, wo wir hoffentlich einen grandiosen Blick auf den Geirangerfjord werfen können. Und schließlich weiter über die Atlantikstraße bis nach Kristiansund. Noch im Regen erreichen wir Lom mit seiner Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert. Wir stellen das Motorrad ab und besichtigen die Kirche, die im traditionellen norwegischen Stil mit senkrechten Stäben und reich verzierten Schnitzereien erbaut wurde. Ihr hölzerner Aufbau mit steilen Dächern und kunstvollen Drachenkopfverzierungen spiegelt sowohl christliche als auch heidnische Einflüsse wider. Am Parkplatz werden wir vom Inhaber eines Imbissstandes spontan zu einem Kaffee eingeladen. Er, selbst Motorradfahrer, verkauft den leckeren Gudbrandsdalsost, einen lokalen Braunkäse, der von vielen Norwegern als Art Nationalsymbol angesehen wird. Nach einem längeren Gespräch zieht es uns zurück auf die Straße. Als nächstes steht der Gamle Stryniefjellsvägen auf dem Programm, eine alte Schotterstraße zwischen Grotli und Vidjasetter, die auf 27 Kilometern mitten durch die unberührte Natur führt. Doch leider werden wir schon nach wenigen Metern nach der Abzweigung ausgebremst. 2 Tafeln versperren den Weg. Wir lassen uns davon jedoch nicht beeindrucken und fahren vorbei. Denn eigentlich müsste die Straße offen sein. Nach nur einem halben Kilometer ist endgültig Schluss, denn eine Barriere versperrt den Weg. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Motorrad zu wenden und die neue Straße zu nehmen. Kurz darauf erreichen wir die Mautstation zum Dalsnipa, bezahlen 170 norwegische Kronen für das Motorrad und schon ist die Straße frei zum Geiranger Skywalk. Das Wetter zeigt sich hier als wilder Mix aus Nebel, Regen, Sonne und allem, was dazwischen liegt. Zudem bläst uns ein kräftiger Wind um die Ohren. Schon befürchten wir, die 170 Kronen nur für dichten Nebel ausgegeben zu haben. Doch was uns oben auf 1500 Meter über Meer erwartet, ist Kitsch, wie er im Buche steht. Aus dem Nebel erhebt sich ein kräftig werdender Regenbogen, der sich nach und nach zu einem Doppelbogen ausweitet und langsam den Blick auf den Geirangerfjord freigibt. Es braucht nicht immer strahlenden Sonnenschein, um die Schönheit der Natur genießen zu können. Als sich der Regenbogen verzogen hat, machen wir uns auf den Weg nach Geiranger.
Die Straße ist stark befahren, denn das kleine Dorf am Ende des Fjords ist seit Jahren ein Touristenmagnet. An Tagen, an denen 2 oder 3 Kreuzfahrtschiffe vor Geiranger ankern, kann es in dem Dorf mit seinen nur 200 Einwohnern schnell sehr eng werden. Wir fahren ohne anzuhalten direkt weiter und bestaunen eines der Hurtigruten-Schiffe, das in Richtung Geiranger unterwegs ist. Kaum liegt das Dorf hinter uns, geht es steil hinauf auf den Öhnewegen, die Adlerstraße, den steilsten Abschnitt der Straße 63 in Richtung Eidstal. Am Aussichtspunkt auf halbem Weg eröffnet sich ein wunderschöner Blick auf Geiranger und den Fjord. Zwischenzeitlich sind wir schon einige Kilometer weitergekommen und haben die Fähre von Eidstal nach Linge hinter uns gebracht. Statt an der Kreuzung rechts zum Trollstigen abzubiegen, müssen wir leider links in Richtung Stordal fahren. Der Grund ist einfach. Der Trollstigen ist nach den letztjährigen Steinschlägen bis zum 14. Juli 2025 gesperrt. Schon wieder Pech gehabt. Als Abwechslung zu den Hauptstraßen zieht es uns immer wieder auf kleinere Schotterwege. Dort geht es dann stellenweise richtig rauf und runter. In Festnes warten wir auf die Fähre nach Molde. Normalerweise ist es mit dem Motorrad kein Problem, sich vorne in der Reihe zu stellen. Im Gegenteil, oft wird man sogar dazu aufgefordert. Doch hier weist uns ein Mitarbeiter, sagen wir es mal freundlich, harsch zurecht und droht, uns nicht mitzunehmen. Am Ende beruhigt sich der Herr jedoch und wir kommen problemlos an Bord. Kurz vor unserem Ziel biegen wir auf die Atlantikstraße ein, wohl eine der berühmtesten Küstenstraßen Norwegens. Mit ihren 8,3 Kilometern ist sie zwar relativ kurz, verbindet aber über 8 Brücken eine Reihe kleiner Inseln und Schären. Und so erreichen wir nach einem langen Tag mit unzähligen Highlights unser Tagesziel Kristiansund. Hier beenden wir dieses Kapitel. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns darauf. Tschüss und bis bald.